Das ist schade. Normalerweise hätte ich das schön smooth hier durchziehen müssen. Das ist scheiße. Heute geht es mir muskulär leider nicht so gut. Es drückt mir auch auf die Atmung. Ich kann nicht richtig Luft holen. Ich hoffe, das legt sich noch mal. Der Begriff Pain Cave wird oft im Zusammenhang mit intensivem Training, insbesondere im Bereich des Ausdauersports, verwendet. Die Pain Cave beschreibt metaphorisch den mentalen und physischen Zustand, den Sportler erreichen, wenn sie sich in einem extrem anspruchsvollen Training oder Wettkampf befinden. In diesem Zustand überwinden Sportler ihre Grenzen, durchlaufen Schmerzen und Erschöpfung, um ihre Leistung zu steigern und ihre Ziele zu erreichen. Erstmal machen. Und dann geht's los. Hallo, ich bin Marius, ein, ich würde sagen, mittelmäßig talentierter Läufer aus Berlin. Ich laufe mittlerweile seit über 17 Jahren und seit 7 Jahren bin ich im Trailbereich und Ultralauf unterwegs. Ich habe mich der Herausforderung gestellt, die Transvulkania auf La Palma zu laufen, einen 74 Kilometer langen Ultralauf mit 4.600 Höhenmetern. Die Transvulkania findet auf La Palma statt. Das ist eine kanarische Insel, die so voller Energie steckt, dass viele, die hier mal gelaufen sind, immer wieder zurückkehren. Auch ich bin dieses Mal schon das 2. Mal dort. 2019 bin ich bereits gestartet. Der letzte Kilometer. Ich habe es geschafft. Auch 2019 war ich schon hier auf dieser Insel und habe mich unsterblich in sie verliebt. Diese unbeschreiblich schöne Vulkaninsel lädt auf die mitunter schönsten Trails der Welt ein. Ist das früh. Endlich geht's los. Oh, ist einfach noch ganz schön früh. Ja, aber jetzt geht's zum Frühstück. Und dann mit dem Bus nochmal eine halbe Stunde Richtung Faro de Fuencaliente. Da geht's dann los. Ich krieg noch nicht richtig was runter jetzt. Erstmal einen Kaffee trinken. Ja, und dann fühle ich mich nicht wirklich wohl in meinen Schuhen. Ihr habt es ja mitbekommen vielleicht, dass ich mir die schon hier bei den Läufen irgendwie versaut habe, oder mehr oder weniger versaut, aber die Sohle geht halt ab, der Kleber löst sich ganz leicht, auch durch den Staub und feinen Sand und so weiter. Ja, und jetzt merke ich schon an der Innenseite von dem linken Fuß so ein bisschen eine Stelle, wo sein könnte, dass ich einfach, da bin ich schon sehr blasenanfällig gewesen in den letzten Wochen. Und deswegen werde ich mir da wahrscheinlich auch einfach nochmal ein Blasenpflaster raufkleben gleich. Einfach zur Sicherheit. Ich traue mich noch nicht so richtig, die neuen Schuhe anzuziehen.
So, wir wurden jetzt hier ganz untypischerweise nicht bis nach unten gefahren, sondern dürfen jetzt hier den Trail, den wir nicht belaufen nachher, trotzdem nochmal runterlaufen. Das ist sehr nett. Dann sehen wir auch das nochmal. Ab zum Leuchtturm, ab zum Start. Auf geht's. So, ich gehe jetzt mal in den Block rein, die Sachen abgeben vorher natürlich. Es kann jetzt gleich losgehen. Aufregung ist schon krass. Auf geht's. Weg. Thank you. Als ich 2020 den Entschluss gefasst habe, dass ich gern Vater sein möchte, ist dieser Wunsch immer weiter in mir gewachsen. Und natürlich habe ich auch Viktoria darauf angesprochen und gesagt, Schatz, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal Familie gründen? Viktoria und ich, wir waren immer in dieser Läuferblase, in dieser Sportblase. Wir haben unser Leben gern Sport gemacht und unsere Freizeit, jede freie Minute eigentlich draußen verbracht, auf dem Rad, laufend, auf den Trails, in den Bergen. Auch mit unserem Entschluss, ins Allgäu zu ziehen von Berlin aus, ist diese Welt nur noch weiter gewachsen. Und Viktoria hatte eine mehr oder weniger natürlich auch begründete Angst, dass sie den Sport, den sie so liebt, dann nicht mehr so ausführen kann, wie sie möchte. So richtig haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, was auf uns zukommt. Aber damit sind wir ja nicht allein. Da geht es ja noch mehreren Leuten so. Das ist auch das Gute. Ja, am Anfang 2023, als ich mich sehr hart auf die Transvulkania vorbereitet habe, haben wir dann die glückliche Nachricht bekommen, dass Viktoria schwanger ist. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und mit dieser Nachricht ist aber auch das Wissen in mir aufgekommen, dass das Training, diese vielen Stunden da draußen, dass sie irgendwann erstmal ein Ende haben werden. Auch wenn das vielleicht nicht endlich ist. Denn unser Kind wird ja irgendwann mal raus sein. Und dann können wir auch wieder 100% unserer Kapazität irgendwie in den Sport bringen. Aber bis dahin wird da ein Mensch sein, der unsere volle Aufmerksamkeit braucht. Und sicher kann man auch mit Kindern viel machen, aber das wird dann nicht mehr so egoistisch ablaufen wie bisher. Zumindest nicht in dem Maße wie bisher. Und wenn man sich auf die Transvulkania vorbereitet, dann sind 8, 9, ja sogar 11 Stunden in der Woche nichts Ungewöhnliches. Ich habe in meinen Peakwochen im Winter 2023 14, 15 Stunden in der Woche trainiert. Und das nur auf den Beinen. 1, 2 Stunden auf der Radrolle oder im Spinning. Viele, viele Stunden auf Skiern, per Skitour, um die Höhenmeter auch im Winter reinzukriegen. Und natürlich auch die Läufe im Schnee. Mit den Läufen im Schnee konnte man diesen tiefen Vulkansand ganz gut trainieren. Ich war nachher froh, dass ich das gemacht habe, obwohl es mich in dem Moment angekotzt hat wie Sau. Man kommt nicht voran, das ist kein dynamisches Laufen. Aber ich muss sagen, ich bin mit einem guten Gefühl nach La Palma geflogen. Denn ich wusste, ich bin ganz gut vorbereitet. Viktoria ist 2019 den Marathon gelaufen auf La Palma und wollte unbedingt den Ultra laufen. Jetzt, dadurch, dass sie schwanger war, konnte sie dort wieder nicht antreten. Und wer weiß, wann wir dort das nächste Mal hinfliegen können. Sicher werden wir irgendwann mal wieder dort sein, aber die Momente, wo man dann fit am Start steht, sind eigentlich fast Glückssache. So viel Wochen des Trainings, so viele Monate der Aufreibung, da kann man echt froh sein, wenn man es fit an den Start geschafft hat. Und dann muss man das Ding noch laufen. Viktoria war natürlich todtraurig. Sie muss so zwischen dem 4. und 5. Monat dort gewesen sein. Die Frau ist so zäh, die hätte das Ding wahrscheinlich auch geschafft. Was hat sie gemacht? Sie ist auf eigene Faust morgens gestartet, ist aber dann wieder die Strecke des Marathons runtergelaufen, ist auch ins Ziel gelaufen und hat sich eine Medaille geholt, obwohl sie eigentlich den Ultra gestartet ist. Sie hat halt gesagt, mal schauen, was wird. Ich fand es total krass. Es durfte man keinen erzählen, dass sie eigentlich schwanger ist. Aber ich würde mal sagen, wir kommen zum Lauf. Leute, ich war gut vorbereitet und ich wusste, dadurch, dass wir ein Kind bekommen, das könnte erstmal die letzte Chance sein, dort zu starten. Vielleicht auch so fit dort zu starten. Und ich war gut vorbereitet und ich habe da alles reingelegt. Also, ab an den Start der Transvulkania 2023. Así quiero que suenen los latidos de esta Transvulkania. A este ritmo, atento.
einfach nur einen emotionalen, schönen Start haben mit einer geilen, feurigen Musik und dann verkackt der DJ den Ton und die Musik geht beim Start aus. Auf geht's hier auf die 72 Kilometer, 4600 Höhenmeter, Transvulkania 2023. Auf geht's jetzt! Die ersten Meter über die Asphaltstraße hochgeschlängelt, damit sich das Feld etwas zieht und dann rauf auf den Trail in diese wunderschöne Vulkanlandschaft. Okay, das ist gut. Es geht zumindest langsam voran und es ist keine Traumbildung, das heißt, wir müssen nicht warten. Das ist schon mal ganz okay. Julia! Hey! Gracias. Nach 7,5 Kilometer kommen wir in Los Canarios an, der ersten Verpflegungsstation. Es ist wirklich immer so eine geile Stimmung da. Man muss überlegen, es ist erst morgens um 7 und es fängt gerade an zu dämmern. Man hat das Gefühl, die ganze Insel fährt dorthin. Nicht nur das Dorf Los Canarios, sondern die ganze Insel ist dann an diesem Fleck und geben so richtig Power, machen ordentlich Stimmung und da kommen dann die ersten Gänsehautmomente, die sowieso schon, ich glaube, ich hatte da eine Stunde lang Gänsehaut, weil der Start war schon so emotional. So, genau eine Stunde jetzt zur ersten Verpflegungsstation Los Canarios. Leute, nehmt jetzt hier die Stimmung auf. Mega geil, hier ist die Welt. Ich habe mir das Rennen gedanklich in 3 Teile eingeteilt, immer in 25 Kilometer Abteile. Denn es geht die ersten 25 Kilometer quasi fast nur berghoch und man muss einfach eine gute, durchschnittliche, aber nicht zu aufreibende Pace bringen, um da erstmal zu starten. Und ich wollte gut ins Rennen kommen. Ich wusste, dass ich 2019 dort ziemlich genau 4 Stunden gebraucht habe für die ersten 25 Kilometer nach El Pilar. Also, ich war gut drauf. Ich bin einfach mal flockig ins Rennen gestartet, so dass ich das Gefühl hätte, es würde noch ein bisschen mehr gehen, aber trotzdem auch gut mit Druck. Dafür war ich die letzten Jahre immer bekannt, dass ich nicht mit meiner Power zurückhalte, sondern von Anfang an versuche, immer an der Grenze zu laufen. Los Canarios! Auf geht's, Leute! 1 Minute hier bei der Verpflegungsstation. Jetzt bin ich aufgefüllt. Flaschen sind voll, Energie ist voll. Auf geht's! Jetzt beginnt das Rennen hier. Sehr, sehr geil. 10 Kilometer im Rennen. Kommt noch 6 Mal jetzt die Strecke. Versuche meine Pace zu finden. Am Anfang habe ich mich gut zurückgehalten. Jetzt kommt hier ein tiefer Sand. Der zieht einem die Kräfte ganz schön raus. Es ist immer so eine latente Steigung, die zu steil und zu sandig ist zum Laufen. Aber eigentlich müsste man laufen, um die Pace zu halten. I love it.
Upsi, schon 1200 Höhenmeter. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, die Strecke zieht sich weiter, immer nach oben, durch den Vulkansand. Oh, der Sand, ey. Zieht einem ganz schön die Kraft. Eigentlich ist es eine Steigung, die man läuft hier. Durch diese charakteristischen Pinienwälder, das Farbspiel zwischen diesem satten Grün der Nadelbäume und eigentlich diesem dunklen Waldboden, der dann da auch gespickt ist von trockenen Nadeln. Da geht es durch und in dem Moment, wo dort die Sonne über den Wolken aufgeht und man am Horizont auch den Teide sieht auf Teneriffa, das sind pure Gänsehautmomente von diesem Tag. Also das ist ein Moment, auf den ich mich schon wieder 4 Jahre lang gefreut habe. Ja, wir laufen hier durch den Nationalpark Cumbre Vella oder Veja, wenn man das richtig spanisch aussprechen möchte. Und wir haben jetzt nach 18 Kilometern bereits 2000 Höhenmeter erreicht. Es gibt eine Verpflegungsstation und ich merke, dass ich so langsam echt hungrig bin. Natürlich habe ich schon ISO-Getränke getrunken, aber ich muss eigentlich mal was Festes essen. So richtig gut geht es meinem Magen in dem Moment nicht. Das war auf jeden Fall schon mal besser. So, die zweite Verpflegungsstation, Kilometer 18. So richtig gut fühle ich mich heute nicht, aber es war viel Uphill. Ich bin vielleicht auch wieder ein bisschen schnell gegangen. Ich schaue jetzt mal, dass ich ein bisschen was im Magen kriege. Mein Magen ist nicht so gut. Bisschen Trockenfrüchte, nee, nix da. Ja, ich war jetzt da ungefähr 3 Stunden im Rennen bei dieser Verpflegungsstation und wollte unbedingt was Festes essen, vielleicht Trockenfrüchte oder sowas, um einfach was im Magen zu haben oder irgendwelche ganz leichten Kohlenhydrate, irgendein fluffiger Keks, fluffiger Kuchen oder sowas, um einfach ein gewisses Gefühl zu haben im Bauch, da ist was drin. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe überall gesucht, aber es gab an dieser Verpflegungsstation leider nichts Festes zu essen. Und ich denke, das hat mir dann am Ende auch ganz schön wehgetan. Ich konnte dann erst in El Pilar was essen. Und das ist dann doch wieder eine Stunde, wo du in die Kohlenhydratschuld gehst und wo du eigentlich die ganze Zeit immer nachfüllen musst. Ich hole mir noch mal einen Schluck Wasser. Der ist mein Scheiß hier weg. Ich bin jetzt nicht so schnell hier an der Verpflegung. Aber ich gucke mal, dass ich mich lieber ein bisschen besser nachbereite hier. So. Jetzt lasse ich mir hier noch mal ganz kurz Wasser ein. Ein bisschen was trinken. So. Ja, 2 Minuten. Okay. Das ist noch okay. Jetzt zum nächsten Checkpoint. El Pilar. Mal schauen, wie es sich jetzt noch entwickelt. Waren harte erste Kilometer, muss ich sagen. Der Sand ist ganz schön krass. Die Conditions sind not as expected. Es hat hier teilweise
ein bisschen geregnet. Es kam Wasser runter. Wir haben Gänsehaut, weil es so kalt ist. Nebel, starker Wind. So. Vielleicht komme ich noch mal besser ins Rennen. Mal gucken. Ich kannte die Insel von 2019 wirklich immer nur brutal heiß. Wir hatten dort 2019 einen Sahara-Wind, der über die Insel geschossen ist und der hat 35, 37 Grad mitgebracht und wir sind dort wirklich 2019 komplett eingegangen. Dieses Jahr habe ich mich wieder darauf eingestellt, dass es so sein wird und man rechnet auch auf der Insel La Palma, wenn man die im Mai, Juni kennt, nicht wirklich mit dem Wetter, was wir dort bekommen haben. Kurz nach der Verpflegungsstation Las Deseadas ist das Wetter extrem umgeschwenkt und wir sind in dichte Wolken reingelaufen. Also es glaubt uns doch keiner hier. Wo ist La Palma? Wo ist die Hitze? Es herrschte dort ein richtig kalt peitschender Wind. Die ganzen Spanier, die waren anscheinend überhaupt nicht mehr an den Winter akklimatisiert, wahrscheinlich weil sie dort unten auch nie so einen richtigen Winter hatten und haben sich sofort alle ihre Jacken angezogen. Für mich war das eher ein angenehmes, kühlendes Gefühl in dem Moment und ich konnte einfach im T-Shirt weiterlaufen. Ich war es ja aus dem Allgäuer Winter schon gewohnt. Scheiße, es ist arschkalt. Ich habe jetzt so viele Steine im Schuh. Ich muss die auf jeden Fall in El Pilar gleich mal rausmachen. Das nervt. Scheiße. Das ist natürlich ein Zeitfaktor. Das kann passieren, wenn man mega fit ist, wenn man sich auf den Tag freut, wenn man gut trainiert hat, monatelang. Dann kann es doch nur einen Worst Case geben, oder? Wenn man umknickt. Und genau das ist mir hier passiert. Der erste Downhill. Ich bin umgeknickt. Ich hatte richtig das Gefühl, da ist leicht was gerissen. Vielleicht kennen manche von euch dieses Gefühl, wenn Bänder reißen oder sowas. Das ist wie, als wenn man Papier durchreißt. So hört sich das an und so hat sich das in dem Moment auch angehört. Oh Leute, Worst Case. Ich bin gerade mit links voll weggeknickt. Scheiße. Fuck. Fuß tut ganz schön weh. Ich muss jetzt versuchen, langsam mich zu konzentrieren, weiterlaufen. Mann, ey. Ich habe eigentlich gut aufgepasst. Fuck it. Ich bin Konzentration jetzt. Jetzt schon im Rennen, ey. Fuck it. Glück gehabt. Also, es kann weitergehen Richtung El Pilar. War nur der Schock. Da war der Schock jetzt größer als das eigentliche Problem, aber ich muss trotzdem aufpassen. Ich komme jetzt nach El Pilar, noch 3 Kilometer. Dort werde ich mich mal richtig anständig verpflegen. Ich bin zu schnell unterwegs, glaube ich, in dem ersten Part. Ich meine, ich habe jetzt 2200 Höhenmeter auf der Uhr, 22 Kilometer und bin im 9er Schnitt unterwegs. Das ist natürlich gut, aber auch riskant.
Downhill-Läufer hier in der Gegend. Gehen hier gut an. Ist aber auch gut laufbar. Nicht zu technisch. Sehr schön. Leute, it's time for El Pilar. Ich werde jetzt hier ein bisschen Zeit nehmen, mich nachzubereiten und vorzubereiten für die neue Strecke. Sehr gut. 3:30, voll im Zeitplan. Mega geil. Yes. Lass uns den Tag jetzt hier nochmal ordentlich genießen. Auf geht's. Bei den Verpflegungsstationen bei der Transvulkania wird einem immer geholfen. Und das war eigentlich das erste Mal 2019, dass ich sowas erlebt habe, weil ich das von den deutschsprachigen Ultraläufen einfach nicht kannte. Die Spanier, die nehmen dir sogar sofort die Flaschen aus der Weste, aktiv, proaktiv, nehmen dir die Flaschen weg, gehen los, fragen, was du möchtest, füllen die auf, suchen dir was zu essen, machen dir einen kleinen Teller fertig. Eigentlich muss man sich nur da hinsetzen und warten, bis einem alles gebracht wird, wie der König auf seinem Thron. Okay, also es hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass ich mich jetzt hier mal ein bisschen nachbereitet habe. Ich bin immer noch gut 10 Minuten vor meiner Zeit von vor 4 Jahren. Auf geht's. Ja, war jetzt ein bisschen lang, 7 Minuten. Aber wenn ich mir überlege, wie ich vor 4 Jahren hier bei den Verpflegungsstationen lange gebraucht habe, dann ist das schon okay. Ich schau mal, dass ich jetzt hier nicht ganz so hochpulse. Zeit ist egal. Ich will ein gutes Rennen haben, will mich nicht quälen. Ich quäle mich nachher hinten raus sowieso. Nach der Verpflegungsstation El Pilar haben wir so eine Art Flow Trail. Es geht 5-6 Kilometer durch so eine Art Urwald. Ich nenne es einfach mal Urwald, weil die Bäume so über dich hinüberragen. Man sieht eine ganz, ganz tolle Pflanzenwelt von La Palma und läuft dort wie durch so einen Tunnel durch und float sich dort durch. Dort bin ich das erste Mal auf Heiko gestoßen, der auch bei dem Trainerbüro Two Peaks Endurance aus Füssen trainiert wird, wo ich auch mal trainiert wurde. Und ja, wir sind dort so gemeinsam durchgefloat. Ich glaube nicht, dass Heiko gewusst hat, dass wir da so cool als Team laufen, aber ich habe mich einfach mal hinter ihn gekrallt und ja, wir hatten eine wirklich smooth Pace, die wir da durchgezogen haben. Schöne Flow Trails, kann man gut ins Rollen kommen. Meine Beine sind schwerer, als sie sein sollen. Wird ganz schön hart, noch über die Hälfte der Strecke, aber ungefähr nochmal so viel Höhenmeter. Also wenn ich nachher hier auf so einem Schnitt rauskomme, wie ich jetzt unterwegs bin, so 8:30er Schnitt, das wären dann, glaube ich, ja, das wären dann 11 Stunden. Das wäre gut. Super. Next aid station. Tolle Stimmung hier auf jeden Fall. Und ich versuche jetzt mal was Festes zwischen die Kiemen zu bekommen und hier nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Gucken, jetzt gibt es hier ein paar Früchte. Das ist genau das Richtige für mich jetzt. Orange. Die Sonne ist heute nicht da, aber so können wir uns ganz gut aufs Rennen konzentrieren.
Jetzt kommt eine lange Sektion, ich glaube 15 Kilometer und das ist schon ganz gut. Da müssen wir was Festes zu essen. Hallo Heiko! Na? Das ist Marius. Und wie läuft's? Ja, ein bisschen schwere Beine. Ungewohnt heute. Viel sandfähig. Ja, wahrscheinlich war es der Sand, ja. Habe ich so auch nicht auf dem Zettel gehabt. Ja. Aber hilft ja nicht. 2019 war der Sand nicht so tief wie heute. Reventon, jetzt 15 Kilometer. Ist jetzt eine lange Sektion. Ich habe mich hier gut verpflegt. 3 Minuten war jetzt nicht zu lang. Ich habe ein bisschen was im Magen bekommen und hey. Die Stimmung ist gut. Die Beine sind nicht gut, aber egal. Ziehen wir hier durch. Wir laufen jetzt straight auf die große Caldera zu. Also jetzt noch so 19 bis 20 Kilometer. Dann sind wir schon am Roque de los Muchachos. Meine Hamstrings sind heute ein bisschen geärgert. So langsam lichtet sich auch etwas das Wetter und La Palma zeigt sich wieder von der Seite, von der wir sie kennen. Die Sonne zeigt sich jetzt auch mal ein bisschen. Sowas wie eine Aussicht hatten wir jetzt auch schon. Los Llanos das erste Mal gesehen, das Ziel. Aber wir haben noch über die Hälfte der Strecke. Ich bin nicht mehr wirklich im komfortablen Bereich. Ich wollte es in diesem Rennen eigentlich eine ganze Weile nicht wahrhaben, aber ich hatte schon so ein ganz komisches Gefühl, dass mein unterer Rücken und meine Hamstrings Probleme machen und habe das aber gedanklich irgendwie weggedrückt, weil ich gesagt habe, nee, heute nicht, heute läuft es hier gut. 2800 Höhenmeter ungefähr, 2/3 der Höhenmeter geschafft. Das macht mir Mut. Fast nur noch 1400, 1500 Höhenmeter. Und umso mehr die Sonne an dem Tag rauskam, umso deutlicher wurde dieses Gefühl und irgendwann wusste ich dann, Marius, du hast ein Riesenproblem. Ich bin jetzt 4 Stunden 50 unterwegs für 33,5 Kilometer. Ich hatte schon immer mit meinem Hamstring zu tun und mit meinem unteren Rücken und habe leider den Fall, dass die hintere Kette bei mir sehr, sehr stark verkürzt ist. Das ist ein fasziales Problem. Es ist teilweise so schlimm, dass ich mich kaum motorisch noch richtig bewegen kann und das sind bei jedem Schritt tierische Schmerzen, die in den Rücken ziehen. Muy bien. Da drüben, Roque de los Muchachos. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Halbe Strecke jetzt geschafft. Ja, okay. Hier können wir uns glücklicherweise nochmal auffüllen.
jetzt hier. So. Wir gehen jetzt hier noch zur Pizza Kiste. So. Oh, ich habe so Schmerzen im Körper. Scheiße. Es drückt irgendwie auch auf die Atmung. Ich habe kann nicht richtig Luft holen. Ich hoffe, das legt sich noch mal. Das ist so schade. Ich trainiere das ganze verdammte Jahr. Das ganze verdammte Jahr war ich da draußen. Mann. Ja. Sí, sí. Ah. Jetzt bin ich schon wieder hier an dem Punkt und mein Körper streikt bei dem wichtigsten Rennen. Ich krieg nicht mal richtig Luft. Ich glaube, dass viele Ultraläufer an diesen Moment kommen, dass sie sich fragen, ob das noch Sinn macht, weiterzulaufen. Macht es noch Sinn, den Körper weiter zu verschandeln? Bleiben vielleicht Verletzungen und ist es das vielleicht gar nicht wert, nur um diese Medaille nachher zu holen? Ich war irgendwie vom Kopf her so weit, dass ich gesagt habe, es lohnt sich für mich nicht. Ich habe die Medaille schon mal bekommen und vielleicht habe ich irgendwann auch die Chance, dort wieder anzutreten. Es fällt mir so schwer, jetzt vom Kopf umzuschalten. Schon wieder so eine Scheiße. Irgendeine innere Kraft hat mir gesagt, Marius, du kannst hier nicht aufgeben, du musst das Ding durchziehen. Und ich glaube, diese innere Kraft waren Viktoria und Olivia. Vorne läuft noch Heiko in einer schönen großen Puppe. Tschüss Heiko. Mach dein Ding, zieh ordentlich durch, du packst es, Junge. Denn Viktoria ist so viele Kompromisse für uns eingegangen, für die Familie, für mich und hat auf so viel verzichtet, was eigentlich ihr großer Traum war. Die ganzen Strapazen der Schwangerschaft. Ich glaube, jede Frau, die Mutter geworden ist, die weiß, wovon ich rede und ich denke, dass die Väter auch alle nachvollziehen können. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, nein Marius, wenn du jetzt aufgibst, dann gibst du auch die Hoffnung von deiner Frau und deiner Tochter auf. Also habe ich mir gedacht, Marius, gegen den Schmerz wirst du nicht ankämpfen können. Dann geh rein in den Schmerz und akzeptiere ihn. Sehr gut. So, und ich mache mir jetzt einen Schlachtplan. Ich werde jetzt versuchen, hier alles, was Downhill ist, noch so ein bisschen zu rollen. Ich habe jetzt noch gute 32, 33 Kilometer vor mir.
Muchas gracias. Egal. Ich gehe jetzt durch hier. Also ging es weiter. Wir sind an der Verpflegungsstation Pico de la Cruz angekommen und ich war so tief im Fokus. Ich habe so damit gearbeitet. Das war der Wahnsinn. Ich habe links und rechts, ich habe nichts mehr mitbekommen. Ich war einfach nur im Fokus und ich war einfach nur sowas von im Tunnel, dass diese Stunden auch rund um die Caldera im Nachhinein vergangen sind wie im Flug. Pico de la Cruz. Auf geht's Richtung Roque de los Muchachos. Auf geht's zum höchsten Punkt der Transvulkanier. Schön hier. Geil. Ja. Ich war so im Fokus und ich wollte so sehr diesen Roque de los Muchachos erreichen, den höchsten Punkt nach 51 Kilometern im Rennen. Ich war heilfroh, als ich dort angekommen bin, wusste aber auch, jetzt kommt der Downhill und hatte natürlich die Hoffnung, dass der Rücken noch etwas hält und dass ich irgendwie diese Strecke noch laufen kann und nicht durch diese motorischen Schwierigkeiten, durch diese Bewegungseinengungen, dass ich da irgendwie Probleme habe, auch im Downhill. Denn mein ganzer Körper war einfach nur noch Matsch und ich habe so in den Schmerz reingearbeitet. Ich war in dem Moment so im Fokus, das war, als wenn ich über mir schwebe und mich von oben angucke. Thank you. Muchas gracias. Okay, thank you very much. So, jetzt sind es noch 10 Kilometer bis Torre del Time. Jetzt kommt der lange Downhill. Nicht, dass mich das jetzt noch freuen würde, aber es ist halt so. Es ist halt ein Ultra. Wenn es mir heute scheiße geht, dann geht es mir halt scheiße. Da muss man durch.
Okay, ab in den Downhill. Natürlich geht's mir nicht gut. Natürlich habe ich keine guten Beine, um hier jetzt noch meine Stärke auszuspielen. Ich habe mich gerade jetzt noch mal ein bisschen ausgedehnt am Rocker, eine Suppe gegessen, ein bisschen aufgefüllt und geht's weiter. Das ist ganz schön schmerzhaft heute. Egal. Das tut weh. Was jetzt? Leider ist meine Uhr ausgegangen. Aber es sind jetzt noch 6 Kilometer bis Torre del Time. Ich muss mich sehr hart zügeln, hier nicht zu gehen. Ich bin platt, ich kämpfe gerade richtig. Aber wir werden sehen. Downhill, es float hier so vor sich hin. Irgendwie habe ich diesen tiefen Schmerzzustand nach dem Roque de los Muchachos überwunden. Ich habe mich dort noch mal gut verpflegt und bin dann in den Downhill rein und war dann in einer Gruppe von flowigen Läufern, die wollten auch gar nicht überholen. Ich war nicht einfach nur der Langsamste dort, sondern die waren einfach froh, dass jemand da war, der die Führungsarbeit leistet. Und mir war das völlig egal. Ich war einfach nur im Tunnel, ich bin einfach nur gelaufen und ich war so im Moment. Das war das ist wie ein Rausch. Ich bin sehr froh, dass ich wenigstens hier im Downhill ein bisschen flowen kann. Scheiß drauf. Das ist fucking Ultralauf, Alter. Das ist fucking Ultralauf. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Pain Train entwickelt. Tut, tut. Alles gut, aber die Beine kaputt. Es. So, jetzt kommen wir zur Torre del Time VP. Die vorletzte, danach noch runter nach Tassacorte. Es sind dann noch 11 Kilometer. Dieser Downhill vom Roque de los Muchachos fällt 2000 Höhenmeter geradewegs herab Richtung Puerto de Tassacorte. Und unterwegs ist noch eine Verpflegungsstation, die nennt sich Torre del Time. Und ich war an diesem Punkt schon wieder so drüber, dass ich eine innere Ruhe hatte und wusste, dass ich das heute schaffe. Sind wir mal ehrlich, nach 60 Kilometern in einem Ultratrail und ohne diese Schmerzen und ohne dieses Feuer, dieses Drama und diese mentale Arbeit, was wäre dann ein Ultratrail wert? Oh. Cerveza. 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 Torre del Time. Torre del Time. Ich habe beim Torre del Time noch eine ganze Menge Melone gegessen. Das war richtig, richtig gut und Cola getrunken und habe mich runtergestürzt auf die letzten Downhill-Meter Richtung Puerto de Tassacorte. Da ist das Finish und man hört auch schon leicht die Musik, aber ich habe noch 8 Kilometer vor mir.
Das ist so eine tolle Kulisse und ich bin wirklich so froh, auch in diesem Moment dort gewesen zu sein und ja, ein Teil auch der Geschichte von La Palma zu sein. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass du nicht die Geschichte auf La Palma schreibst, sondern die Insel schreibt die Geschichte für dich. Und für mich hat sie an dem Tag eine ganz besondere Geschichte geschrieben. War das bis hierhin schon ein ganz besonderer Tag und wahrscheinlich das größte Rennen meines Lebens und das bedeutendste Rennen meines Lebens. Letzten fünf, komm! Komm! Ja, Gerd, die letzten 5 jetzt. Auf nach Los Llanos, auf ins Ziel. Das wird bestimmt schön jetzt. Ja. Können wir noch mal genießen. Ja, wer von Tassacorte aus losläuft, der schafft das. Da weißt du, du kannst es packen. Und es geht jetzt noch mal 5 Kilometer, 500, 600, 700 Höhenmeter berghoch durch die Bananenplantagen. Da gibt es noch mal den einen oder anderen Wasserschlauch, der auf dich zielt. Ich habe dann noch mal 1, 2 coole Leute getroffen, die auch Teil der Geschichte auf La Palma sind. Und auch da noch mal an alle Begegnungen in dieser Woche und gerade auch beim Lauf. Leute, vielen Dank, dass ihr Teil meiner Geschichte auf der Insel wart. So Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Auf in die Zielgerade, auf diesen blauen Radweg. Ja. Lasst uns den Freudentaumel mitnehmen. Wasser im Mund. Genießt mit mir den Zieleinlauf der Transvulkanier 2023. Leute, es war zwar nicht mein Tag, aber wieder habe ich die Transvulkanier besiegt. Ja! 2023! Genießt mit mir den Zieleinlauf!
Hi. Na du? Hallo. Dich mal melden Jo. und hören, wie es bei dir läuft? Ich mache gerade die Aufnahmen. Ah, okay. Ich bin auf den Mariaberg gefahren dafür. Ah, Na, coolen Kulisse. Hm? hier ist auch gerade ein schöner Sonnenuntergang. Wir sind am Lied so in Oh, ganz schön. lokal. Das speichere ich auch mal ein für uns. Prima. Schön. Genau. Ja, wir machen uns auch gleich auf den Weg. Also ich denke mal so eine halbe Stunde. Ja, da bin ich bestimmt auch wieder unten bald, ne? Ja, okay, wunderbar. Alles klar, mein Freue Schatz. ich mich. Bis nachher. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.